Advent, Advent, der Rasen brennt. In Berlin hat sich der BVB selbst beschenkt. 3 Punkte im Sack. Klappt das einen Tag nach Nikolaus auch gegen die Fortuna aus Düsseldorf? Der 14. Spieltag steht auf dem Programm. Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf. Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute hier bei uns im Studio. Ich freue mich sehr, dass er hier ist, Jule Weigl. Ja, auf geht's. 14. Spieltag. Die wichtigste Frage. Zuerst in Berlin warst du wegen einer Verletzung nicht mit dabei. Was war los und bist du fit für morgen? Ja, ich hatte so ein bisschen muskuläre Probleme. Es waren extrem viele Spiele in letzter Zeit, wo ich auch viele über 90 Minuten gemacht habe. Und irgendwann hat mein Körper dann mal gesagt, eine Pause wäre ganz gut. Und habe aber wieder trainiert jetzt und ist alles im grünen Bereich. Also läuft alles. Genau. Top. 5 Spiele sind es noch bis zur Winterpause. Dann ist ja allerdings tatsächlich schon wieder Weihnachten. Und vor diesem Schlusssport im Dezember wollen wir noch mal ein bisschen zurückschauen auf die bisherige Hinrunde. Die bisherige Saison von Julian Weigl in Schwarz-Gelb, ein ganz schön wilder Ritt. Feiertage, Frustmomente. Ein Sommer und ein Herbst der Extreme. Wir sind auf einem super Weg. Wir haben uns das alle anders vorgestellt. Wir sind sehr zufrieden. Natürlich ist das heute unheimlich schmerzhaft. Da wäre die erste Halbzeit gegen Paderborn. Aber da sind auch 2 Heimsiege im Pokal und in der Liga gegen Tabellenführer Gladbach mit Julian Weigl. Gibt's gegen Düsseldorf den nächsten wilden Ritt? Dann bitte mit solch einem Ende. Ja, Jule, wie ein wilder Ritt hieß es gerade im Beitrag. Wie würdest du die Hinrunde bislang zusammenfassen? Ja, ich glaube, das ist ganz gut getroffen. Mit vielen Höhen und Tiefen, glaube ich, bisher. Und so die Konstanz fehlt uns einfach oder hat uns in der Hinrunde bisher gefehlt. Und auch bei mir persönlich, man hat es genau gesehen, gegen Paderborn zum Beispiel auch, wo ein sehr schlechtes Spiel von mir war. Dann waren natürlich auch Spiele, die sehr gut waren. Aber ich glaube, gerade jetzt das letzte Spiel in Berlin haben die Jungs auch einfach gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind und dass wir... ich glaube, das war wichtig. Ja, das ist ja das auch hier bei den Leuten. Die verstehen es ja auch, wenn du mal eine schlechte Phase hast. Natürlich gibt's viele, die dann unzufrieden sind oder uns eben auch mal ausgepfiffen haben. Aber das Schöne ist ja, dass man hier mit Einsatz und Leidenschaft sich einfach auch die Herzen wieder zurückgewinnen kann. Und ich glaube, in Berlin war ein super Anfang, weil das eben so ein Spiel war, wo du dann eben auch als Mannschaft ziehen musstest in Unterzahl und ja, mit all dem Gegenwind, der die Wochen davor da war. Und ich glaube, das ist jetzt ein super Start, aber natürlich auch erst der Start. Und wir wollen natürlich jetzt hier zu Hause dann mit 11 gegen 11 hoffentlich auch 90 Minuten lang dann einfach auch ein gutes Fußballspiel zeigen und den Menschen auch zeigen, dass wir eine Einheit sind. Aber 45 Minuten können auch ganz schön lang sein, ne? Ja, also ich war nicht dabei, aber die Jungs haben schon gesagt, wir haben alle gepumpt. Aber jeder ist bis zum Schluss drüber gegangen. Und eine der letzten Szenen war ja nochmal so eine Szene, wo sich, glaube ich, 3 Jungs reingeschmissen haben vor den Schuss. Und so gewinnst du dann so ein Spiel und ist dann gerade auch für die Stimmung und für den Kopf dann unheimlich wichtig. Glücklich, aber nicht unverdient. Auf deinem Instagram-Profil hast du den Hashtag Stay Positive reingeschrieben. Also immer optimistisch bleiben. Wie machst du das und vor allen Dingen, wie gelingt dir das immer? Ja, das ist so ein Lebensmotto von mir. Ich glaube, ich bin da einfach so ein Typ, der auch gerade in den schwierigen Situationen immer versucht, auch das Positive rauszunehmen. Klar vergesse ich auch nicht das, was schlecht war und versuche das zu verbessern, aber ich habe da so eine ganz gute, positive Einstellung zu den Dingen. Und natürlich gelingt es mir auch nicht immer. Es gibt schon Tage, da bin ich dann auch extrem abgefuckt oder nach dem Spiel, wenn es einfach richtig schlecht lief. Aber ich versuche dann halt immer relativ schnell den Blick wieder nach vorne zu nehmen. Um den Kopf frei zu auch bekommen, das, also ist ja so, dass beste Therapie für mich ist deine immer Verlobte hat ja auch gesagt, lange Spaziergänge genau, mit dem Hund und so. Wollte ich gerade sagen, das ist das Beste. Das kannst einfach, du gut? Ja. Das Handy weglassen, den Hund packen, raus und in die Natur. Das tut wirklich gut, weil macht man ja normalerweise nicht. Also ich hätte wahrscheinlich ohne meinen Hund hätte ich jetzt nicht gesagt, ich gehe jetzt mal kurz eine Stunde spazieren im Wald. So, das macht man eigentlich nicht. Oder Kino?
Ja, ist auch gut. Machst du auch gut? Ja. Geht das denn überhaupt? Ja, wir Oder gehen, sagen da alle, oh, guck mal, das ist der Jule, der guckt sich ja, wir gehen, die Eiskönigin an. ich darf jetzt meine Geheimnisse nicht verraten, wie ich das mache im Kino, sonst wissen die Leute das ja. Aber und wo du ich gehe hingehst, schon genau. ins Kino, ja. Ja. Macht ja auch Spaß, muss ich auch sagen, absolut. Auf jeden Fall. Am Dienstag warst du auch mittendrin im Gewusel. Die Fan-Weihnachtsfeier stand auf dem Programm. 1400 BVB-Fans sind hier ins Stadion gekommen und da war richtig was los. Und warum Julian Grund zum Jubeln hatte, das schauen wir uns jetzt an. Hier vorne die Autogrammstunde war toll. Wir haben ein tolles Trikot bekommen. Unterschrieben auch von allen Spielern, sehr geduldig. Ich finde das super, ganz ehrlich. Inwiefern spürst du, dass ihr heute eine Menge Fans auch irgendwie glücklich macht, die hier ziemlich aufgeregt auf diesen Termin gewartet haben? Ja, weil jeder seine heiligen Sachen mitbringt, wo wir uns darauf verewigen dürfen. Das merkt man schon auch, gerade weil die Leute auch immer sagen, wofür die Sachen sind. Erst gerade war es halt für einen Enkel zu Weihnachten. Hier, Nobby, willst du ein geiles Tor? 1-0. Jule führt. Sehr schön. Haben sie mit dir schon den Richtigen an die Playstation gesetzt, oder? Wie oft zockst du FIFA? In letzter Zeit öfters, weil meine Freundin viel arbeiten ist und mein bester Kumpel viel da ist und würde schon sagen, fast jeden Tag. Also du bist auch richtig gut. Ja, ich bin besser als mein bester Kumpel. Wir spielen viel. Wie dein ehemaliger bester Kumpel, Ja, der ist genau. jetzt wahrscheinlich jetzt sauer, wenn der immer verliert, oder? Ja, mein Gott, aber er tritt immer wieder an. Deswegen, also für mich ist es Das gut, muss aber wir- ich bin das muss ein ordentlich. wirklicher Freund sein. Ja, das denke ich. Die Fans haben es auf jeden Fall total genossen, Seite an Seite mit euch da zu sitzen. Und wie nimmt die Stimmung, die Mannschaft so eine Stimmung auf und vor allen Dingen nach so einem hart erkämpften Auswärtssieg in Berlin? Ja, es war sehr, sehr schön. Ich habe es ja jetzt schon das 4. oder 5. Mal erleben dürfen und es ist immer wieder einfach ein cooles Gefühl, wenn man denen einfach auch mal was zurückgeben kann. Für die ist es ein unglaublich besonderer Moment, so nah an uns dran zu sein und auch mal ein kurzes Gespräch zu haben, wenn wir die Trikots unterschreiben und ja, dass sie halt sehen, dass wir auch nur Menschen sind einfach und ihnen dann da so eine Riesenfreude machen können mit einer einfachen Unterschrift. Das gibt uns ja auch viel, wenn man sieht, wie glücklich die dann sind. Und Spricht natürlich, man da auch mal vielleicht mal so ja, in es der ergibt Mannschaft? sich ja so, jeder nimmt so seine Eindrücke mit und bei uns Jungs natürlich spricht man auch darüber, über manche Sachen, die vielleicht ein bisschen lustig waren oder manche Sachen, die ja, uns gefreut haben, irgendeine bestimmte Reaktion von den Leuten und ja, es ist immer wieder schön zu sehen jedes Jahr. Ich habe das Gefühl, so in der Mannschaft dürfte Manuel Akanji der sein, mit dem du dich am besten verstehst. Du dich verstehst, kann das sein? Ja, doch, er zählt schon zu den 2, 3, mit denen ich am allermeisten zu tun habe. Ja. Warum? Warum? So, ja? Warum ist man mit dem mal befreundet? Ist ja Manuel witzig, komisch. also wir waren vom ersten Tag an eigentlich, als er hier war, so auf einer Wellenlänge und ja, waren auch schon zusammen im Urlaub und verstehen uns einfach richtig gut. Er ist auch wirklich nicht nur ein Teamkollege, sondern ein Freund, mit dem ich auch über alles reden kann so und ich bin auf jeden Fall froh, dass er bei uns im Team ist. Jetzt rat mal, wenn wir diese Woche Ja, beiseite das hab ich mir genommen jetzt gerade haben, schon gedacht. Und der sagt mit noch ihm so, über dich der sagt zu noch so sprechen. unschuldig vorhin. Und wir schauen uns das natürlich mit Genuss jetzt an. Ne? Ich sag noch zu dem, ich gehe ins Feiertagsmagazin, der sagt so, echt? Ja, okay, krass. Beschreib doch Julian einmal in 3 Worten. Oh, 3 Worte für Julian. Komiker,
Freundlich manchmal und mir fehlt jetzt gerade das richtige Wort, aber einer, der sich ja gut an eine Gruppe anpassen kann, also egal wo er ist, er kommt überall klar. Ja, das scheint ja wirklich eine sehr innige Freundschaft zu sein. Ja, aber das ist doch auch kacke, Mann, wenn man so fragt mit 3 Worten bei einem Ja, Kunden. kannst du. Schwer. Aber Er hätte ja auch sagen können, ein toller Hecht. ja, hätte er auch sagen können, hat er nicht. Nee, aber er hat gesagt, Komiker. Wieso bist Ja. du denn Komiker? Ja, ich habe schon, also habe ich dich nicht auch schon 1, 2 Mal zum Lachen gebracht? Also, Vor das meint er ungefähr wahrscheinlich. 5 Minuten bei den Aufnahmen haben wir 48 Mal abgesetzt. Ja, Mittwoch warst du mittendrin im Geburt. Anfang der Woche. Ich muss mir eben ganz kurz, sonst fange ich wieder an zu lachen. Guck bitte anders. jetzt einfach mit dem was der Mittwoch. macht? Der macht mit den Lippen macht er so. Ja, Wisst ihr, ja, ihr stellt euch das immer so einfach vor. Weißt du, ich sitze hier mit den Spielern und ihr findet das ganz toll. Ich sitze mit der Couch. Aber wenn du denen dabei ins Gesicht gucken musst, das ist nicht so einfach. Da fängst du einfach an zu lachen. So, deshalb verstehe ich das mit dem Komiker auch ganz gut. Du brauchst manchmal gar nichts machen. ja, das ist doch gut. Wir können uns angucken. Findest du dich da überhaupt wieder, was Manuel oder Manu gerade Ja, ich gesagt hat? kann es schon verstehen, was er meint. Also das mit dem Komiker, wir lachen unheimlich viel und ich kann halt auch ganz gut Geschichten erzählen, lustige Geschichten und freundlich meistens kann ich auch verstehen. Das stimmt, das bist du wirklich meistens. Auf dem Fußballplatz Und, nicht, aber das... Und das andere war noch, ich kann mich gut anpassen an Ja. die Gruppen. So. Und das, glaube ich, hat er ja schon gut erkannt. So. Also ich komme eigentlich mit jedem so zurecht. Und ja, ich weiß, was er da meint. Ich war zum Beispiel auch schon mit 8 Kumpels von ihm, die ich davor noch nie gesehen habe, waren wir ein Wochenende zusammen und hat super funktioniert. Hast du verstanden? Ja, die haben dann schon mit mir versucht, so ein bisschen normales Deutsch zu reden. Aber ganz ehrlich, am Ende des Trips habe ich so manche Sachen bei mir gefunden, die ich aufgenommen habe von diesem Schweizerdeutsch da. Das hast du gesagt. Was war das? Ne? Ja. Du kannst dich jetzt aber auch gerne revanchieren. Also du hast jetzt die Möglichkeit, über Manu etwas zu sagen, weil der kommt garantiert auch noch mal ins Feiertagsmagazin. Und ja, such dir eine Kamera raus, wir haben ja genug. Was soll ich über ihn sagen? 3 Worte, die Komiker. beschreiben, oder? Morgenmuffel. Ja. Das erste, ja. Hilfsbereit, ist immer für einen da. Und hat das weißeste Lächeln. Ja, ist so. Ja. Sehr schön. Wir freuen uns jetzt schon, wenn Manuel bei uns in die Sendung kommt. So, jetzt lass uns ein bisschen Fußball gucken. Weigl gegen Dickel, das große Duell, das Duell des Jahres. Es wäre Tor schön, wenn ich oder endlich nicht mal Tor. gewinne gegen dich. Hast du das letzte Mal wieder einen auf die Zwiebel gekriegt? Leider Gottes. Dann drücke ich mir die Daumen, dass das auch diesmal so sein wird. Und wir schauen jetzt einfach, ob der Ball ins Tor geht oder nicht. Ob das wahr ist oder Welcher nicht. ist Tor, welcher ist nicht Tor? Das zeige ich dir nachher. Oh, das war Mats, glaube ich, ne? Da kriegst du noch nicht mal eine Antwort. Ist doch egal. Nee, das war nicht Mats, das war, glaube ich, Ivan Perisic. Mats ist hier der andere. Aber ich weiß jetzt nicht sicher, wer das ist, aber 3, 2, 1. ich sag, der geht an die Latte. Der war drin. Nein. Nein. Videobeweis. Geh weg, hier gibt's keinen Wahr. Der war drin. Nein. Kann ich so nicht akzeptieren. Brauchen wir ein neues, 1-0. neue Aktion. Tut mir leid. Habt ihr euch sonst Mühe. 1-0 für mich. Zweite, es steht 0-0. Die Szene kenne ich.
Ja, die Szene kennst du, das ist ja fies, Mann. 3, 2, 1. Nein, ich weiß es doch nicht. Doch, du weißt es. Nein! Das ist doch deine Zeit. Nee, das war nach meiner Zeit. Das ist doch zum Kotzen. Zorki, ey. Ja, es läuft ja ganz gut für mich dieses Mal, muss ich sagen. Oh! Ja, warte, muss ich dir erklären. Unsere Zuschauer, auch ihr seid wieder angehalten, uns in der nächsten Zeit Szenen zuzuschicken, wo wir entscheiden müssen, geht der Ball rein oder geht er nicht rein. Das ist jetzt zum Beispiel eine hier vorne, keine Ahnung, Geil. grün-weiß, Brünninghausen gegen blau-gelb, Huckade. Die gibt es beide nicht. Was war's? Ja, das ist auch klasse. Das ist auch klasse. Ich sag, der geht gegen Pfosten. Oder geht's da jetzt um den Nachschuss? Anscheinend. Aha. 3, 2, 1. Eigentor oder was war das? Es war aber sehr schön rausgesucht, die Szene, muss ich echt sagen, Kompliment an alle. Das war wirklich klasse. 2:1 habe ich verloren. Du hast zum ersten Mal gewonnen. So, wir schauen jetzt mal auf den Zwischenstand. Mehr ist es nämlich nicht. Ein Moment in einem langen Jahr. 19:23. Die Gäste führen. Ich bin anständig und gratuliere dir natürlich, Jule. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ist auch schön. Also jetzt beim 4. Besuch habe ich dann auch einfach gesagt, weißt du was, lass ihn einfach mal sehen. Ja. So bin ich nun mal. Ich bin halt ein guter Gastgeber. Ja, absolut. Wir sind befreundet und ich kann das nicht sehen, wenn es dir nicht so gut geht. Wir machen übrigens bei jeder Sendung ein wunderbares Bild. Das haben wir letzte Woche gemacht mit dem Präsidenten. Das könnt ihr ja steigern für den guten Zweck, für unsere Stiftung. Und auch Jule und ich haben uns heute hingesetzt und haben ein wunderschönes Bild aufgenommen. Das könnt ihr ab nächster Woche ersteigern. Garantiert gibt es nächste Woche Höchstgebote. Davon bin ich überzeugt. Ja, Jule, noch ein kurzer Ausblick auf morgen. Die Düsseldorfer haben zuletzt auswärts zweimal unentschieden gespielt. Aber hier mit über 80.000 im Rücken müssen wir die knacken. Ja, so sieht's aus. Also ich glaube, wir sind alle heiß drauf auf dieses Spiel. Wollen hier zu Hause nach dem letzten Spiel, das zu Hause nicht gut war, ein anderes Gesicht zeigen. Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir hier ein schönes Fest feiern können zusammen mit unseren Fans. Ich drücke die Daumen, hier im Stadion natürlich, ihr vielleicht vorm Fernseher oder vorm Netradio, kann ich euch auch empfehlen, sehr neutral. Das war's heute vom Feiertagsmagazin. Nochmal Dankeschön, Jule, dass du gekommen bist. Wir drücken die Daumen für euch. Tschüss, macht's gut. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Servus.